Heute vor 87 Jahren begann die Flüchtlingskonferenz von Evian. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um einmal die Situation der Kriegsflüchtlinge von damals und heute zu vergleichen. Denn schon damals, im letzten Friedensjahr vor dem Zweiten Weltkrieg, scheiterte die internationale Staatengemeinschaft daran, gemeinsame und vor allem verbindliche Regelungen für die Aufnahme politisch verfolgter Flüchtlinge und Asylsuchender auf den Weg zu bringen. Die nach dem Ort in Frankreich benannte Flüchtlingskonferenz von Evian fand zwischen dem 6. und 15. Juli 1938 auf Initiative des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt statt. Im Fokus stand die von Nazi-Deutschland ausgelöste Flüchtlingskrise wegen der Eskalation ihrer antisemitischen Politik und der Annexion Österreichs. Delegierte von 32 Ländern und verschiedene Hilfsorganisationen nahmen an der Konferenz teil. Hauptproblem war die Weigerung westlicher Industrienationen wie der USA und Großbritannien, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Zwar wurde Sympathie und Mitleid für die Situation der verfolgten Jüdinnen und Juden geäußert, aber mit dem Hinweis auf die schwierige wirtschaftliche Situation und eine schon bereits bestehende Übersättigung mit Flüchtlingen wurden verbindliche Regelungen zur vermehrten Aufnahme deutscher und österreichischer Flüchtlinge abgelehnt. Diese Argumentation kommt euch sicher bekannt vor. Evian scheint ein Muster aufzuzeigen, das auch für heutige Reaktionen der Staaten auf Flüchtlingskrisen gilt. Es gibt viel Gerede, aber es fehlt an entschlossenem, einheitlichem und vor allem rechtzeitigem Handeln. Dies deutet darauf hin, dass Evian kein isoliertes historisches Ereignis war, sondern ein wiederkehrendes Muster der internationalen Gemeinschaft auf große humanitäre Krisen etablierte, insbesondere wenn es um unerwünschte Bevölkerungsgruppen geht. Rücksicht auf die öffentliche Meinung gab es damals schon, denn mehr als 80% lehnten die Aufnahme weiterer Juden ab. Das Scheitern der Konferenz sendete leider besonders schlechte Signale an die Naziführung in Deutschland. Sie stellte mit großem Vergnügen fest, wie erstaunlich es sei, dass andere Länder Deutschland für die Behandlung der Juden kritisierten, aber keines von ihnen bereit war, ihnen die Türen zu öffnen. Zwar lässt sich schwer behaupten, dass der Ausgang der Konferenz Hitler ermutigte und die Radikalisierung der Judenverfolgung im Dritten Reich vorantrieb, aber eine Hilfe für die immer stärkerer Verfolgung ausgesetzten Judinnen und Juden war sie sicher nicht. Denn es signalisierte den Nazis, dass seine Verfolgung der Juden keine signifikante internationale Opposition erfahren würde. Schlimmer noch, selbst die USA, Hauptinitiator der Konferenz, änderten nichts an ihrer restriktiven Einwanderungspolitik, die an bestimmte Quoten gebunden war. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Videos, den verschiedenen Regelungen und Verpflichtungen, denen Flüchtlinge vor und während des Zweiten Weltkriegs unterlagen. Die 1930er Jahre waren von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise geprägt und veranlasste viele Länder, ihre Einwanderungspolitik besonders restriktiv zu gestalten. Das heißt, sie zielte darauf ab, möglichst wenige Flüchtlinge ins Land zu lassen. Die USA hatten strikte nationale Quoten für die Einwanderung, die seit den 1920er Jahren galten. Die Quote für deutsche Bürger betrug 1939 beispielsweise 27.370 Personen pro Jahr. Erschwerend kam die Regelung hinzu, dass Immigranten möglichst keine öffentliche Last werden sollten. Sie mussten also irgendwie nachweisen, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Ein schwieriges Unterfangen, da viele jüdische Flüchtlinge durch die Nazis alles verloren hatten. Das US-Außenministerium widersetzte sich Vorschlägen, Flüchtlingen aus rassistischer oder religiöser Verfolgung Priorität einzuräumen, aus Angst, die Beziehungen zu Deutschland zu verschlechtern und arbeitslose Amerikaner zu verärgern. Ein Gesetzentwurf, Wagner-Rogers-Bill, zur Aufnahme von 20.000 deutschen Flüchtlingskindern außerhalb der regulären Quoten wurde 1939 im Kongress abgelehnt, da die öffentliche Meinung stark dagegen war. Das Schicksal des Passagierschiffs St. Louis im Mai 1939, nur 4 Monate vor Beginn des Krieges, dem die Einreise in Kuba und den USA verweigert wurde, symbolisiert die restriktive Politik. Während des Krieges wurden die Visabestimmungen aufgrund von Spionageängsten noch strenger. Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang auch die Praxis der Amerikaner, deutsche und japanische Flüchtlinge in speziellen Camps zu internieren. Erst 1944 wurde das War Refugee Board eingerichtet.
Es rettete Zehntausenden das Leben, was im Vergleich zum millionenfachen Mord an den Juden aber letztlich nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein wirkt. Kanadas Einwanderungspolitik orientierte sich an dem Grundsatz „Keiner ist zu viel", aber im negativen Sinn. Während der 12 Jahre, in denen Hitler Deutschland regierte, wurden nur etwa 5.000 jüdische Flüchtlinge ins Land gelassen. Und zwischen 1940 und 1943 wurden fast 2.300 jüdische Flüchtlinge aus Österreich und Deutschland als feindliche Ausländer in Internierungslagern festgehalten. Zwischen 1933 und 1945 erlaubten lateinamerikanische Regierungen offiziell nur etwa 84.000 jüdischen Flüchtlingen die Einwanderung, weniger als die Hälfte der Zahl der vorherigen 15 Jahre. Viele weitere gelangten illegal ins Land. Zunehmender Antisemitismus und die Angst vor wirtschaftlicher Konkurrenz führten Ende der 1930er Jahre zu immer strengeren Einwanderungsgesetzen. Argentinien nahm offiziell 24.000 Juden auf, Brasilien 12.000. Die Dominikanische Republik war das einzige Land, das auf der Evian-Konferenz zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen wollte. Interessante Side Note: Das war den rassistischen Ansichten des Präsidenten Rafael Leonidas Trujillo Molina zu verdanken, denn er versprach sich von den europäischen Flüchtlingen seine Bevölkerung aufhellen zu können. Anders als Haiti sollte die Bevölkerung der Dominikanischen Republik nämlich weniger schwarz sein. Aber nur 645 Juden wurden tatsächlich aufgenommen, obwohl etwa 5.000 Visa ausgestellt wurden. Bolivien war eine bemerkenswerte Ausnahme und nahm zwischen 38 und 41 über 20.000 jüdische Flüchtlinge auf. Immerhin, nach 1941, als die Massenmorde begannen, stellten einige lateinamerikanische Regierungen, zum Beispiel El Salvador und Mexiko, durch Diplomaten Pässe und Visa aus, die tausenden Juden die Flucht ermöglichten. Großbritannien hatte kein Quotensystem wie Amerika, was einzelnen Einwanderungsbeamten mehr Ermessensspielraum gab. Nach der Einführung eines Visasystems im April 1938 gab es einen starken Anstieg der Einwanderung. 60.000 in 18 Monaten, verglichen mit 10.000 in den 5 Jahren zuvor. Die Aufnahme war oft an die Bedingung geknüpft, dass Flüchtlinge keine Beschäftigung ohne Erlaubnis des Arbeitsministeriums suchen durften, es sei denn, sie konnten Unternehmen verlagern oder als Hausangestellte arbeiten. Nach dem Novemberpogrom 38 lockerte Großbritannien seine Politik, was zur Kindertransportinitiative führte, die fast 10.000 jüdische Kinder ohne ihre Eltern aufnahm. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 wurden alle ausstehenden Visa storniert und die Häfen für feindliche Staatsangehörige geschlossen. Jüdische Flüchtlinge wurden als Enemy Alliance eingestuft, was zu Bewegungseinschränkungen und Internierungen führte. Eine perverse Verkehrung der tatsächlichen Verhältnisse. Denn wer, wenn nicht die jüdischen Flüchtlinge, waren weniger bereit, den Nazis zu helfen, die ihre Familien und Freunde verschleppten und auf grausame Weise ermordeten. Ab 1934 erlaubte die französische Regierung die Einreise nur noch für Flüchtlinge, die physisch angegriffen wurden oder deren Leben in Gefahr war, was die Zahl der illegalen Einreisen erhöhte. Zwischen 1933 und 1939 fanden etwa 30.000 Juden in Frankreich Schutz, mit geschätzten 15.000 bis 20.000 illegalen Flüchtlingen. Die französische Politik lehnte es ab, ein Auffangbecken für Nazi-Flüchtlinge, insbesondere Juden, zu sein. Die Politik schwankte zwischen humanitären Lösungen und der Inhaftierung von Flüchtlingen als Kriminelle. Im Mai und November 1938 wurden Dekrete erlassen, die die Einreise von Ausländern behinderten und die Abschiebung illegaler Flüchtlinge ermöglichten. Ab Oktober 1940, 4 Monate nach dem Beginn deutscher Besatzung, wurden 50.000 jüdische Flüchtlinge und französische Juden in Internierungslagern festgehalten. Mindestens 3.000 unter ihnen starben und viele wurden von diesen Durchgangslagern in die Vernichtungslager nach Osteuropa deportiert, was auf ein weiteres Problem der jüdischen Flüchtlinge hinweist. Viele Länder Europas waren im besten Fall nur wenige Jahre ein sicherer Hafen, weil sie im Laufe des Krieges von deutschen Truppen okkupiert wurden. Andere Länder wie die Diktaturen in Italien und Spanien kooperierten sogar mit dem Deutschen Reich und deportierten sowohl Flüchtlinge als auch ihre eigene jüdische Bevölkerung und erließen ähnliche Rassegesetze wie die Nazidiktatur. Die australische Regierung war zunächst zögerlich, die Einreise vieler Juden zu erlauben.
Aber wie für viele andere Länder war auch für Australien der Novemberpogrom 1938 ein Wendepunkt. Australien änderte seine Politik und stellte über 3 Jahre 15.000 Visa für Opfer der Unterdrückung zur Verfügung. Rund 7.000 Juden konnten diese Visa vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nutzen. Die Bedingungen umfassten eine Landungsgebühr von 200 Pfund, die das durchschnittliche Jahresgehalt überstieg, und anfänglich die Beschränkung auf abhängige Kinder und alleinstehende Frauen. Auch in Australien wurden jüdische Flüchtlinge mit deutschen Pässen als feindliche Ausländer eingestuft und interniert. Eine besondere Rolle spielte Palästina, das damals noch unter britischem Mandat stand. Ab 1939 versuchten die Briten, die Einwanderung wieder stärker einzuschränken, nachdem 1933 mit der Machtergreifung Hitlers viele Zionisten nach Palästina kamen. Das führte zu einer größeren Zahl illegaler Einwanderer, die interniert wurden. Insgesamt fanden in Palästina rund 60.000 Juden vor Ende des Zweiten Weltkriegs Zuflucht. Die chinesische Stadt Shanghai war ein attraktives Ziel für Jüdinnen und Juden, die kein Visum für andere Länder bekommen konnten, denn hier galt keine Visapflicht. Über 18.000 Juden aus dem Deutschen Reich fanden Zuflucht im japanisch besetzten Shanghai, obwohl das Kaiserreich mit Hitlerdeutschland verbündet war. Einziger Wermutstropfen: 1943 zwangen die Japaner alle Juden, die seit 1938 als Flüchtlinge in Shanghai waren, in spezielle Ghettos und schränkte ihre Bewegungsfreiheit ein. Dafür waren die Juden hier vor Verfolgung und einer Abschiebung nach Deutschland, die den sicheren Tod für sie bedeutet hätten, geschützt. Wie in der Übersicht schon anklang, ähnelten sich die bürokratischen Anforderungen. Die vielen Papiere, die Jüdinnen und Juden beibringen mussten, ähneln frappierend den bürokratischen Vorschriften, denen Flüchtlinge heute unterworfen sind. Neben langen Wartelisten für Visa für ein Visum in die USA mussten Flüchtlinge bis zu 2 Jahre warten, mussten zahlreiche Dokumente beschafft werden, darunter Geburtsurkunden, Steuerbescheide, medizinische Gutachten, polizeiliche Zeugnisse und Militärentlassungspapiere. Viele Dokumente hatten zudem ein Ablaufdatum und mussten nach Ablauf der Gültigkeit erneut beschafft werden, was Ausreise nicht nur verzögerte. In einigen unglücklichen Fällen, wenn zum Beispiel schon eine Schiffspassage gebucht worden war, machten sie einen erneuten Ausreiseversuch unmöglich, da schlicht das Geld für eine weitere Passage fehlte. Zu den teuren Schiffstickets traten noch Transitvisa, die gegen hohe Gebühren beschafft werden mussten. Denn für jedes Land, das die Flüchtlinge auf ihrer Reiseroute durchquerten, oftmals mussten sie durch halb Europa reisen, wurde ein solches Reisevisum benötigt. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, waren die Reisevisa auch in einer bestimmten Reihenfolge zu besorgen, so dass die ganze Reiseplanung bei jedem Schritt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen konnte. Manche Länder wie die USA forderten zusätzlich sogenannte Affidavits, eine staatliche Versicherung, die bescheinigten, dass US-Bürger finanziell oder auch für den Ruf der Einwanderer bürgten. Also brauchten Einwanderer, die in ein bestimmtes Land wollten, Verwandte und Beziehungen dorthin. Vielen Flüchtlingen machte vor allem ihre finanzielle Situation Probleme. Nicht wenige Einwanderungsländer machten zur Bedingung, dass die Flüchtlinge in der Lage waren, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Das schloss alte und kranke sowie minderjährige Kinder häufig von der Flucht aus, weshalb es auch in einigen Ländern spezielle Programme zur Aufnahme von Kindern gab. Erschwerend kam hinzu, dass die Juden vor ihrer Ausreise von den Nazis ausgeplündert wurden. Denn mit Einführung der Reichsfluchtsteuer im Mai 1934 sicherte sich das Nazireich einen beträchtlichen Teil des jüdischen Vermögens. Im Januar 1939 wurden jüdischen Flüchtlingen verboten, Schmuck und andere Wertsachen mit ins Ausland zu nehmen. Somit standen die Flüchtlinge meist mittellos da. Bittgesuche, die von Jüdinnen und Juden an den Papst gerichtet wurden, machen die verzweifelte Situation der Flüchtlinge deutlich. Hilde Schmal schreibt am 11. November 1940 an Papst Pius XII. Sie und ihr Mann sind beide jüdisch. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter entschlossen sie sich im Oktober 1939 dazu, nach Triest auszuwandern, um dort auf die Ausreisegenehmigung in die USA zu warten. Heiliger Vater, da seine Heiligkeit große Güte und Hilfsbereitschaft für alle von Leid getroffenen Menschen bekannt ist, wage ich es, seine Heiligkeit um Hilfe für mich und meine kleine Familie zu bitten.
Wir sind von unserer Vaterstadt Wien vor circa 14 Monaten hierher gekommen, um hier mit unserem vierjährigen Kind unsere Quote für das amerikanische Einreisevisum abzuwarten, da mein Mann, ehemaliger Kriegsgedienter und invalider Offizier, als Jude seine langjährigen Vertretungen für reichsdeutsche und tschechische Textilfabriken niederlegen musste und seine Existenz verlor. Wir besitzen bereits 6 Affidavits, allerdings nicht von Blutsverwandten, sondern aufgrund von Bittbriefen um Auswanderungsmöglichkeit von gutherzigen fremden Menschen erhalten. Jedoch trotz unserer größten Bemühungen negiert das amerikanische Generalkonsulat in Neapel das Visum selbst für meinen Gatten allein, da es die Garantien für zu schwach erachtet. Inzwischen wurde mein Mann interniert und unsere finanzielle Lage ist durch die lange Immigration triste. Unser innigster Wunsch ist es, endlich eine Einreisemöglichkeit zu finden, um wieder arbeiten und um ein neues Leben aufbauen zu können. Meine Bitte an den Heiligen Vater geht dahin, falls auch für uns als Juden eine Möglichkeit besteht, in Amerika, Brasilien oder irgendwo wieder eine neue Heimat und bescheidene Existenzmöglichkeiten zu finden, sich gütigst unser anzunehmen. Ergebens Hilde Schmal. Ich werde vermutlich noch ein Video zu dieser Thematik erstellen, denn es gibt ein relativ neues Forschungsprojekt in Münster zu diesen Quellen. Eine wichtige Entscheidung der Nazis erschwerte Flüchtlingen damals wie heute die Flucht: der Entzug der Staatsbürgerschaft. Staatenlose sind sozusagen im Nimbus gefangen. Sie können weder aus noch einreisen, weil dazu Dokumente über ihre Staatsangehörigkeit benötigt werden. Schon im Juli 1933 wurden osteuropäische Juden mit diesem Problem konfrontiert. Und 1938 wurde mit der sogenannten Polenaktion ca. 17.000 Juden ohne gültige Dokumente ins Niemandsland über die polnische Grenze gebracht. Diese Menschen konnten weder legal nach Polen einreisen noch ins Deutsche Reich zurückkehren, obwohl sie doch Deutsche waren und seit Jahrzehnten in Deutschland lebten. Diese Beschränkungen schufen eine paradoxe Situation, in der die Verfolgung, die eine Flucht notwendig machte, sie gleichzeitig erschwerte und in manchen Fällen, wenn die Flüchtlinge mittellos waren und keine Kontakte ins Ausland hatten, sogar unmöglich machte. Schließlich führte der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht nur zu einer verschärften Verfolgung der Juden in Europa, viele Länder verschärften ihre Einreiseregelungen aus Angst vor deutschen Spionen. So stornierte Großbritannien alle ausstehenden Visa und beendete die Kindertransporte. Im November 1941 mit der Vorbereitung des Völkermords an den europäischen Juden verboten die Nazis jegliche Auswanderung von Juden in den von ihnen besetzten Gebieten, was die Flucht praktisch unmöglich machte und, wollte man polemisch sein, das Flüchtlingsproblem für die Aufnahmeländer löste. Leider zeigen sich in den Reaktionen der Regierungen von heute ähnliche Tendenzen und Reflexe wie damals. Schließung der Grenzen als Antwort auf höhere Flüchtlingszahlen durch Krisen und Konflikte scheint eine Universalantwort der Staatengemeinschaft zu allen Zeiten zu sein. Flüchtlingsschiffen wird ein sicherer Hafen verweigert, ähnlich wie bei der Odyssee der St. Louis, der wochenlang das Anlegen im Hafen von Kuba, aber auch ein Ausweichen auf Kanada und die USA verweigert wurde. Konferenzen, die ähnlich wie die Konferenz von Evian ergebnislos enden und zu keinen verpflichtenden Aufnahmequoten führen. Hauptargument damals wie heute: Es sind zu viele Flüchtlinge und die wirtschaftliche Belastung sei zu groß. Außerdem nehmen die Demokratien heute mehr denn je aus Angst vor einem Rechtsruck Rücksicht auf ausländerfeindliche Ressentiments und eine Stimmung in der Bevölkerung, die sich gegen Flüchtlinge richtet. Trotzdem konnten zumindest im internationalen Recht einige Verbesserungen erreicht werden. In den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es kein spezifisches Flüchtlings- oder Asylrecht für politisch Verfolgte oder Minderheiten. Heute gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie definiert nicht nur, wer Flüchtling ist und wer nicht. Kriegsverbrecher und Verbrecher, die schwere Straftaten wie Mord begangen haben, werden zum Beispiel ausgeschlossen. Sie legt auch grundlegende Rechte fest, wie den Zugang zu Bildung, Arbeit und einen Rechtsbeistand. Das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip sichert politischen und aus anderen Gründen Verfolgten zu, dass sie nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, wenn ihnen dort Verfolgung, Folter und Tod droht. Es gibt gesonderte Regelungen in der EU, wie der Pakt zu Migration und Asyl, der leider nur mäßig funktioniert, ebenso wie das europäische Asylsystem CEAS. Mit dem Refugee Act
Von 1980 schufen die USA ebenfalls ein modernes Flüchtlingsgesetz, das sich auch endlich an den Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention orientierte und die bisherigen Ad-hoc-Verfahren ablöste. Fast alle Staaten der Welt akzeptieren die Genfer Flüchtlingskonvention. Ein großer Erfolg. Nur Indien, Bangladesch, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Indonesien, Eritrea, Libyen, die Mongolei, Kuba, Usbekistan und Guyana haben die Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Allerdings setzen sie nicht alle Staaten in gleichem Umfang um. So stehen für die Türkei nur europäische Flüchtlinge unter dem Schutz der Genfer Konvention. Vielen Staaten fehlen auch schlicht politische Institutionen und die Mittel, um die Genfer Flüchtlingskonvention vollständig umzusetzen. Hinzu kommt eine völlig andere Dimension. Das Ausmaß und die Ursachen für Flüchtlingsströme ist größer und differenzierter. Der Zweite Weltkrieg führte zu rund 50 Millionen Vertriebenen, während heute schätzungsweise mehr als doppelt so viele Menschen, 123 Millionen, auf der Flucht sind. Die meisten davon übrigens Binnenflüchtlinge in Asien und Afrika, bevor jetzt wieder Schnappatmung bei bestimmten Personen entstehen, über die schiere Masse. Längst führen nicht mehr allein Krieg und Vertreibung zur Flucht. Klimawandel und Hungersnöte werden in Zukunft noch häufiger zu Flüchtlingswellen führen, insbesondere aus den Ländern des globalen Südens. Leider tut sich mit zunehmendem Druck durch erhöhte Flüchtlingszahlen eine Kluft zwischen Recht und Praxis auf. Zwar gibt es die Mittel, um Flüchtlinge vor Verfolgung und Gewalt zu schützen, in der Realität wird jedoch das Asylrecht von nationalen Bestimmungen eingeschränkt. Flüchtlinge werden zunehmend als Invasoren angesehen und sind ähnlich unerwünscht wie zu Zeiten der Flüchtlingskonferenz von Evian. Es ergeben sich ähnliche Probleme wie 1938: lange Wartezeiten, hohe bürokratische Hürden und eine einheimische Bevölkerung, die zunehmend mit Ablehnung und Hass auf die Flüchtlinge reagiert. Ich wünschte, das Fazit würde besser ausfallen, aber anscheinend sind wir seit 1938 nicht viel weiter gekommen, was die Situation von Flüchtenden angeht.